The environment we live in is no stranger to nanoparticles. Every time there's a fire or a volcano erupts or a new wave breaks, billions upon billions of nanoparticles are produced. Over millennia, we've evolved to deal with these particles. But what if intentionally designed nanoparticles can cause more harm than these naturally occurring ones? If intentionally produced engineered nanomaterials are released into the environment, either when we're making a product or when we're using it, or even when we dispose of it or hopefully recycle it, they could potentially cause unexpected harm. And some of the most vulnerable parts of our environment are those that involve water. Vera Slavikova and her colleagues have been investigating what happens when environmental organisms are inadvertently exposed to engineered nanoparticles released into the environment, and especially when they're released into water systems. We know that some metals are toxic for the environment. And which parts of the environment are you particularly focusing on? We are interested in surface water. In particular, we are studying Lake of Geneva. So you're looking at how specific environmental organisms interact with these metal-containing nanoparticles. What sorts of organisms are you especially interested in? We are interested in algae, protozoa and Daphnia. Nanoparticles absorbs by this organism, and if their concentration is high, they can become harmful for these organisms. When it comes to the environment, one nanomaterial in particular has received a lot of attention over the past few years: silver nanoparticles. Silbernanopartikel sind aus dem Grund interessant, dass sie antimikrobiell wirken. Silbernanopartikel, zum Beispiel in Textilien, können durch den Waschprozess in die Kanalisation gelangen und von dort aus in die Abwasserreinigungsanlage. Ein Teil der Silbernanopartikel wird durch die Abwasserreinigungsanlage durchgehen und in die Oberflächenwässer gelangen. Silber in der gelösten Form ist nicht nur für Bakterien extrem toxisch, aber auch für andere aquatische Organismen. Am Anfang unserer Forschung hatten wir keine Ahnung, wie aquatische Organismen mit partikulärem Silber umgehen können. Wir haben gezeigt, dass die Silbernanopartikel, die in die Kläranlage gehen, sehr effizient vom Abwasser entfernt werden. Wir reden da von Effizienzen von 95% und mehr. Weiterhin konnten wir zeigen, dass die Silbernanopartikel sehr effizient zu Silbersulfiden umgewandelt werden. Wir reden da von Halbwertszeiten in der Größenordnung von Minuten bis Stunden in einem Abwasserumfeld und von vielleicht ein paar Stunden bis ein paar Tagen in einem urbanen Oberflächengewässer. So how concerned should we be about silver nanoparticles entering the environment? Basierend auf unserer Forschung, denke ich, können wir sagen, dass für die aquatische Umwelt kein unmittelbares Risiko besteht. Trotzdem sollten wir sehr vorsichtig mit Silbernanopartikeln umgehen, und zwar aus 3 Gründen. Erstens, um sichere Levels nicht zu überschreiten. Zweitens sollten wir daran denken, dass unsere Silberreserven auf der Erde limitiert sind. Und drittens gibt es auch Bedenken, dass resistente mikrobielle Stämme erzeugt werden. Of course, while understanding the possible impacts of nanosilver is important, we also need to know what other sorts of nanomaterials are potentially being released into the environment and where they'll go. Wir wollen die Umweltrisiken der Nanomaterialien bestimmen, und daher müssen wir zuerst wissen, wie viele Nanomaterialien eigentlich in der Umwelt vorhanden sind. Wir können bis jetzt die nicht analytisch bestimmen, daher müssen wir Modellierungen anwenden. So your research involves modeling the release and the flow and dispersion of engineered nanomaterials. What have you found? Die Freisetzung wird bestimmt durch die Anwendung von den Nanomaterialien. Es gibt gewisse Anwendungen mit viel Freisetzung, zum Beispiel Titandioxid aus Sonnencremen. Und dann gibt es Anwendungen mit nur wenig Freisetzung, zum Beispiel in Polymer-Nanokompositen. So what else do we need to know in order to develop safe uses of engineered nanomaterials in products? Wir haben jetzt mit diesen Modellierungen die Expositionsdaten. Jetzt müssen wir die kombinieren mit toxikologischen Daten und können dann die Risiken bestimmen. By understanding how nanomaterials are potentially released into the environment and where they go, or how nanomaterials in our bodies might cause harm, we can begin to build a picture of where future risks might lie. And this is essential if we want to ensure the full range of opportunities that this technology offers without creating unnecessary risks.